Ja, moin Leute, willkommen auf meinem Kanal, willkommen zu Barcrafts. Ja, viel passiert in letzter Zeit. Wir sind schon bei Folge 5 von Peters Krieg, also Folge 1 und 2 waren ja Einzelfolgen. 3 und 4 habe ich mal eine Doppelfolge gemacht, jetzt gibt es wieder eine Einzelfolge, also nicht meckern. Es soll ja ein bisschen spannend bleiben und ich sag mal so, wir sind ja jetzt noch immer in der Normandie 44, da ist noch viel Potenzial und viele Folgen. Ich habe mich auch nicht entschieden, ob ich jetzt mir doch wieder einen festen Sendeplatz suche, damit man weiß, okay, kommt wieder eine neue Folge. Ich muss einfach mal gucken. Da bin ich noch so ein bisschen in, ich sag mal, unruhigen Gewässern. Ich weiß noch nicht, wo die Reise dahin geht. Trotz alledem hoffe ich, dass euch die Folgen gefallen, dass ihr so ein bisschen die Parallelen findet und naja, dass euch das ein bisschen abholt. Wenn ich jetzt so einen kleinen Vorspann davor mache, habe ich ja meistens irgendwas zu erzählen und das möchte ich auch ganz kurz nochmal loswerden für die Hardcore-Fans von Rudolf. Und zwar habe ich ganz viele Zuschriften gekriegt, wann dann immer wieder Folgen auf Spotify kamen und wie das immer alles ist. Und also viele Sachen, oder viele Leute, die fragen, Mensch, was ist denn noch mit dem Hörbuch? Und da habe ich auch lange drüber nachgedacht und ich mache das Hörbuch nicht, weil das einfach viel zu viel Aufstand ist, da CDs und Hüllen und Vermarktung und so weiter und so fort. Ist alles nicht meins. Was ich aber mache, ich habe ja einen Shop auf der Seite www.barcrafts.com und auf dieser Shop-Seite, die blende ich jetzt hier mal für euch ein, da könnt ihr 15 Stunden und 29 Minuten Rudolf downloaden. Das heißt, ich habe alle Folgen zusammengeschnitten in eine große Folge, also 1,3 Gigabyte, und die kann man runterladen. Das funktioniert über ein Shop-System und ein Linksystem. Ich habe da einen Preis rangeschrieben von 6 Euro für den kompletten Download, wovon 1 Euro immer an den Verband der Einsatzveteranen der Bundeswehr geht. Das heißt also im Endeffekt kostet der 6 Euro. Ihr könnt ihn runterladen, das, wie gesagt, ist alles gar nicht so ein Problem. Wer das gerne haben möchte, nimmt sich das. Wer das nicht haben möchte, der kann sich auch die einzelnen Folgen bei Spotify anhören. Aber viele Leute haben danach gefragt und hier ist das jetzt. Also auf dem Shop, da könnt ihr es sehen, da könnt ihr es runterladen und alles weitere steht in der Beschreibung. Ich hoffe, das holt euch ein bisschen ab. Und für die immer noch gefragt haben, im Shop sind jetzt auch wieder die Schlüsselanhänger. Die könnt ihr euch auch wieder dort bestellen und demnächst gibt es auch richtige T-Shirts, da sind wir auch noch dran am Arbeiten, aber das werde ich im Livestream nochmal erzählen. Mir war nur wichtig, dass die von euch, die Rudolf als Download haben wollen, die können sich das jetzt auf der Shopseite holen. Ja, und deswegen, das wollte ich nur noch loswerden. Ja, nun steigen wir ein in den Panzer, jetzt geht es mit Peter an die Front und deswegen schnallt euch an, wir legen los. Wir hatten kein Glück. Die 2 Kilometer vorausfahrenden Panzer und SPW wurden entdeckt und die feindliche Luftwaffe griff an. So mussten wir mal wieder in Deckung fahren und uns, so gut es ging, verstecken. Wir sahen die Jaros immer wieder auf die Kolonne stürzen. Rauchpilze stiegen auf, aber auch Feindflugzeuge wurden getroffen. Als sie dann endlich abflogen, zogen wir aus unserer Kolonne die SPW vor, um die Verwundeten schnellstens herauszuholen. Wir fächerten auf und rollten links und rechts von der Straße runter und wühlten uns durch die Felder, um den Kameraden des angegriffenen Zuges Deckung zu geben. 2 Fahrzeuge nach Westen, 2 nach Osten. Die Rauchsäulen waren weit zu sehen und das war ein Problem. Das würde weitere Flieger anlocken und die greifen dann auch die Sanitätsfahrzeuge an. Also musste alles schnell gehen. Wir suchten uns einen erhöhten Punkt und fuhren bis an eine kleine Böschung heran. Der Turm schaute noch heraus, war aber aufgrund der starken Vegetation gut getarnt. Ich suchte das Gelände ab und konnte nichts Auffälliges entdecken. Es wurde berichtet, dass immer wieder feindliche Einheiten durchsickern oder Fallschirmjäger einzelne feste Punkte besetzt hielten. Nun konnten die sich aber nicht so lange halten und waren nur bedingt auf längere Kämpfe eingestellt. Die sollten sich eigentlich mit den vorstoßenden Räderteilen vereinigen, aber wenn die nicht kamen,
dann waren sie bald niedergekämpft. Rudolf kam mit auf den Turm und ich gab ihm mein Fernglas. »Was meinst, Rudi?« sagte ich zu ihm. Er blieb lange auf einem Punkt im Gelände fokussiert. »Da, Peter«, meinte er zu mir. »In dem Bauernhaus hat etwas aufgeblitzt. Könnte ein Fernglas gewesen sein.« Ich lächelte ihn an und meinte im Spaß, ob er mit seinen Augen überhaupt das Bauernhaus sehen könne. Er lachte und gab mir das Glas zurück. »Schau selbst und warte ab«, meinte er. Fast 5 Minuten starrte ich angestrengt auf das Haus. Da! Eine Bewegung. Oder was war das eben? Haben mir die Augen einen Streich gespielt? Wenn da ein VB sitzt und der uns entdeckt hat, dann kriegen wir mächtig eins aufs Dach. Aber scheinbar hat der uns noch nicht gesehen und auf die beschädigte Kolonne nochmal die Schiffsgeschütze richten, lohnt sich wohl nicht. Ich versuchte Infanterie ranzuführen, damit die mal ein Auge drauf werfen, die waren aber nicht verfügbar und bis die da unten wären, würde sowieso viel zu lange dauern. Was tun, war die Frage. Selbst hingehen, meinte Rudi. Ich lehnte ab. Wir räuchern die lieber aus. Der Zugführer war einverstanden und Rudolf fragte, ob er auf den Richtschützensitz dürfte. Helmut, mein Richtschütze, ließ ihn an die Optik, sagte aber, wenn das Ziel ein Feindpanzer wäre, dann eher nicht. Konnte ich verstehen, Helmut will auf dem Panther seine Abschüsse haben und ich wäre auch nicht abgeneigt. Rudi klemmte sich also an die Optik. Ich ließ Sprenggranaten laden. Nur wir sollten schießen. Der 200 Meter weiter westlich stehende Panzer sollte seine Position nicht verraten. Ich gab den Feuerbefehl und wartete ab. Rudi drückte die elektrische Abfeuerung und ich konnte das Geschoss verfolgen, bis es durch das Fenster in das Bauernhaus einschlug. Sekunden später meldete der Interim-Ladeschütze die nächste Granate im Verschluss. Rudi schoss nicht. »Was ist los, Rudi?« fragte ich über die Sprechanlage. »Moment noch.« Scheinbar richtete er noch nach. Dann knallte es und die zweite Granate zerriss den Dachstuhl vollends. Wenn da noch einer drin saß, war der jetzt hinüber. Wir warteten. Keine Flieger, keine Schiffsartillerie. Also entweder hatten wir den Kameraden der anderen Feldpostnummer erwischt, oder es war niemand da. Aber ich hatte doch etwas gesehen. Also abwarten. Nach einer weiteren Stunde waren alle Verwundeten geborgen und die Fahrzeuge, die im Eimer waren, zur Seite geschoben. 2 LKW, 2 Panzer und ein SPW waren zerstört. Schöner Mist. 8 Tote und einige Verletzte. Tagesmarsch ist ein Himmelfahrtskommando, solange unsere Luftwaffe da nicht gegen angeht. Befehle kamen und wir sollten vorziehen. Wir rollten an. Keine feindlichen Soldaten oder Fahrzeuge zu sehen, was aber nichts heißen sollte. Wir kamen über einen Hohlweg an das Bauernhaus von vorhin heran. Rudi meinte, wir sollen mal dichter ran und schauen, ob wir dort feindliche Soldaten finden. Gesagt, getan. Unser Panther walzte die Zäune nieder und wir kamen dicht an das Haus heran. Der Kameradenpanzer stieß noch weiter vor und sicherte. Der Dachstuhl war fast weggefegt und die Trümmer lagen überall auf dem Hof. Dann sahen wir den VB, ein amerikanischer Soldat, dem eine Sprenggranate den Leib aufgerissen hatte. Die zweite hatte ihn wohl dann aus dem Haus geschleudert. Aber da war noch was. Da waren noch mehr Leichen. Eine Frau lag halb bedeckt unter den Trümmern und ein Kind war auch zu sehen, halb bedeckt mit Schutt. Verdammte Schweinerei, da waren noch Leute im Haus, als wir das Feuer öffneten. Rudi und Fritz sprangen aus dem Panzer, um festzustellen, ob noch jemand lebte. Die Frau war tot, das Kind leider auch. Wir durchsuchten den Beobachter und fanden noch ein paar Karten mit eingezeichneten Sektoren. Die nahmen wir dann an uns. Irgendwo war sicher auch ein zerstörtes Funkgerät. Komisch, dass der ganz alleine hier war. VBs haben sonst noch eine Nahsicherung dabei. Möglicherweise sind die ausgebüxt. Wir mussten weiter. Rudi kniete noch bei dem Kind. Es war ein kleines Mädchen. »Lass gut sein, Rudi«, meinte ich, »wir müssen weiter.« Er rührte sich nicht. »Komm, Rudolf«, meinte Fritz zu ihm, »es ist nicht deine Schuld.« Dann ließ er von dem Mädchen ab und beim Aufsteigen auf den Panzer sah ich Tränen in den Augen. Er stieg in den Turm. Ich klopfte ihm auf die Schulter und sagte erstmal nichts. Krieg ist eben Krieg, aber das, was hier passiert ist, ist nicht schön. Zivilisten sollten nicht im Kampfgebiet sein. Ich ließ ihn in Ruhe, denn wir wollten weiter. Es ging zurück zur Straße
und wir sollten nun weiter vorrollen und den Kameraden vorne zu helfen. Als wir dann endlich zur Straße zurückkamen und über eine kleine Böschung rollten, drehte Kurt falsch an und der Panzer rutschte seitlich in einen kleinen Graben. Ich meldete dem Zugführer, was passiert war, und ein Bergefahrzeug wurde gerufen. Die anderen formierten sich und rollten los. Schöner Mist, jetzt stecken wir hier fest. Wir kletterten raus und sahen uns die Bescherung an. Ich gab Kurt nicht die Schuld. Ich hätte es von oben sehen müssen, aber nun war es eben passiert. Wenigstens waren wir hier gut getarnt und so leicht nicht von den Fliegern zu erkennen. Es war schon Mittag und wir machten uns etwas Kaffee und aßen etwas Brot und verteilten die Salami, die ich noch im Gepäck hatte. Rudolf war sehr nachdenklich. Ich fing an, mit ihm zu sprechen. Rudi, mach dir keine Vorwürfe, das konnte doch keiner ahnen. Wenn wir den dort oben nicht ausgeschaltet hätten, wären wir und die anderen Kameraden sicher auch ein Opfer der Schiffsartillerie geworden. Rudolf meinte, dass der Amerikaner verantwortungslos gehandelt hat. Er hätte die Leute wegschicken müssen. Dann wäre das nicht passiert. Verdammter Krieg, sagte er laut, dass die anderen schon komisch schauten. Ja, er hatte recht, aber es ist eben wie es ist. Wir müssen es zur Seite schieben und weitermachen. Rudi nickte, aber ich wusste, dass er seinen eigenen Kampf im Inneren damit ausfocht. Das tote Kind. Als junger Familienvater ist es schon immer etwas anderes. Das muss er nun abschütteln. Ich nahm Rudi zur Seite und wir gingen ein Stück. Ich erklärte ihm, dass ich ihn jetzt mehr als sonst brauchen würde. Er ist eben ein alter Hase und die anderen respektieren ihn. Rudolf nickte und versprach mir, dass er sich zusammenreißen werde. Also ging es zurück zum Graben. 2 Stunden später kam eine Zugmaschine. Wir verkeilten alles und nutzten noch Umleckrollen an einem großen Baum. Es war eine schweißtreibende Arbeit, aber nach gut 45 Minuten griffen die Ketten wieder und der Panther stand wieder auf der Straße. Alles wieder abkuppeln und mit einem großen Danke und einer Flasche Rotwein machten sich die Männer des Bergerzuges wieder auf den Rückweg. Wir hatten nun kostbare Zeit verloren und mussten nachstoßen. Über Funk hörten wir, dass es schon ordentlich geknallt hatte und unsere Verbände hart am Gegner standen. Etwa 1 Stunde bräuchten wir bis zum Ausgangspunkt des Angriffs. Nur nichts überstürzen, sagte ich zu unserem Fahrer. Wir wollen uns nicht den Motor heiß fahren, um dann wieder nicht dabei zu sein. Los ging es und wir rollten an. Mittlerweile hatten wir unsere Tarnung nachgebessert und wir sahen aus wie ein rollender Busch. Unterwegs trafen wir noch auf einen Verwundetentransport, die unsere Kameraden zurückbrachten. Ein Panzer IV kam auch noch an uns vorbeigehumpelt. Scheinbar Turmtreffer, aber fahren konnte er noch. Wir waren noch nicht ganz am Ort des Geschehens und wurden von einem Oberleutnant aus unserer Kompanie aufgehalten. Ich meldete, was los war, und er dirigierte uns in die westliche Richtung. Da drückten die Briten hart und dort haben wir nicht genug Feuerkraft. Also ab durch die Büsche und weiter Richtung Westen. Auf meiner Karte war nichts weiter eingezeichnet, aber wir folgten dem Kampflärm. An einem kleinen Waldstück kam uns Infanterie entgegen. Ein Oberfeldwebel der Grenadiere erklärt uns die Lage. Panzer im Osten, Pack und Infanterie im Norden und unsere Panzerjäger im Westen. Also sollen wir gegen die Pack vorgehen, fragte ich in Oberfeld. Er deutete auf den Waldrand und dort saß ein junger Leutnant, der seine Truppen umgruppierte. Ungezielte feindliche Granaten rauschten in das Waldstück, also konnten die uns hier nicht sehen. Ich schickte Rudi zum Leutnant, um die Lage zu peilen. Nach 5 Minuten war er wieder zurück. Entfernung 1000 Meter, Pack. Wohl Engländer ohne Fahrzeuge, sagte mir Rudolf. Wir rollten weiter vor und der Leutnant stieg auf den Turm und gab uns die Richtung vor. Sprenggranaten, befahl ich. Und Rudolf lud die 7,5 Zentimeter und ich gab dem Richtschützen das Ziel. Feuerfreigabe und schon sauste das Geschoss in die Stellung, wenn denn dort was stand. Ich befahl 2 Granaten pro möglichem Ziel. Die Grenadiere hatten 3 oder 4 Feindpack ausgemacht. Und nun ging es los. Wir bekamen Artilleriebeschuss, aber Gott sei Dank keine Schiffsartillerie, nur kleine Kaliber. Der Leutnant blieb am Turm stehen und starrte durch sein Fernglas, ob die Feindpack ausgeschaltet war. Mittlerweile waren ein paar Grenadiere durch einen Graben vorgedrungen und nahmen auf einer Entfernung von 200 Meter die Buschreihe unter Feuer. Hier und da blitzten noch Abschüsse in den Hecken auf, dann wurde es immer weniger. Zeit zum Vorrollen. Der Leutnant sprang vom Panzer und machte sich auf den Weg zu seinem Schützenpanzerwagen. Jetzt wurde es brenzlig. Wenn wir eine Pack übersehen haben, könnten die Briten uns ordentlich eine verpassen. Wird sich zeigen, meinte Rudi. Und los ging es.